Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um eine brandneue Review zu einem der Produkte, wo ich sehr gespannt darauf war, wie sie wirklich funktionieren und was man für diesen Preis erwarten kann. Es wird in diesem Video um das smarte Thermometer/Hygrometer der Marke SwitchSpot gehen. SwitchSpot, ja, einer der größten Anbieter, die in letzter Zeit den Smart Home Markt überflutet haben mit smarter Sensortechnik, mit smarten Innovationen und nicht zuletzt diesem kleinen, aber feinen Hygrometer für 19 €. Damit ist SwitchSpot nicht nur einer der Anbieter, die so ein Hygrometer zur Vernetzung anbieten, sondern tatsächlich auch einer der einzigen Anbieter, die das smarte Hygrometer unter 20 € anbieten. Und genau was das bedeutet, das werden wir uns natürlich in diesem Video anschauen. Wenn ihr allerdings das smarte Thermometer für 19 € kaufen möchtet, dann findet ihr den Link einmal zum Thermometer in der Infobox unter diesem Video. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. 19 € ist der aktuelle Preis. Das heißt, wenn ihr es haben wollt, dann nutzt das definitiv aus. Wenn es bei euch ankommt, ist es zunächst einmal in einer kleinen SwitchSpot-typischen Verpackung drin. Was ich hier dazu sagen muss, ist, dass das Hygrometer natürlich Teil der kompletten SwitchSpot-Reihe ist. Und SwitchSpot bedeutet gleichzeitig Bluetooth, aber auch möglich beispielsweise über Fernzugriff. Dafür benötigt ihr allerdings den SwitchSpot Hub. Das ist ein kleiner Mittler, der kommt nicht an euren Router, sondern einfach nur in den Strom und sorgt dann im Prinzip dafür, dass ihr vernünftig die Geräte vernetzen könnt. Den habe ich euch auch schon mal in einem gesonderten Video vorgestellt. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, das Ganze smart zu vernetzen. Ich werde euch nachher auch noch so Vernetzungsbeispiele zeigen und vor allen Dingen, der auch nachher mit dem Gedanken spielt, das Ganze mit dem Amazon Echo vernünftig zu nutzen. Was ich ganz besonders bei SwitchSpot schätze, und das sehen wir auch hier bei diesem Gerät, ist einfach der Minimalismus. Man hat sich hier definitiv auf das Wesentlichste beschränkt und das fängt auch schon direkt bei der Verpackung an, denn hier drin ist eigentlich nicht mehr als dieses sehr, sehr kleine, nicht mal so groß wie meine Handfläche große Hygrometer, 2 AAA-Batterien und dementsprechend eine kleine Bedienungsanleitung und ein bisschen Material, um das vielleicht noch an den Kühlschrank oder irgendwo dran zu pinnen mit einem Magneten. Mehr ist nicht dabei, aber auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, das reicht absolut, denn auch hier bei diesem SwitchSpot-Produkt gibt es das Versprechen, dass man das Produkt innerhalb weniger Sekunden einrichten kann. Die Einrichtung verfolgt sich dann im Prinzip so wie bei allen anderen SwitchSpot-Produkten über die App, das heißt SwitchSpot-App einmal öffnen, Produkt dann durch das direkte Verfahren einmal hinzufügen und dann ist es im Prinzip auch schon da. Dadurch, dass hier die Bluetooth-Kopplung im Vordergrund steht, hat man das relativ schnell auch hier in dieser App einmal eingerichtet. Und was ich dann gut finde, man hat direkt eine Frontansicht, die wirklich Hoffnung macht, dass man hier vernünftig auch mit diesem Hygrometer arbeiten kann. Denn das Hygrometer dient nicht nur dazu, euch die aktuelle Temperatur anzusagen oder die aktuelle Luftfeuchte, sondern es lässt sich auch wunderbar beispielsweise für Langzeitmessungen einsetzen. Und da habt ihr dann einfach perfekt Diagramme, die hier erstellt werden über Monate, über Jahre, wo ihr einfach eure Messdaten vergleichen könnt. Und das finde ich zumindest grafisch und apptechnisch an dieser Stelle sehr, sehr gut von SwitchSpot gelöst. Was natürlich dann entscheidend ist, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ihr das Ganze smart nutzen wollt und letztendlich wollen wir das alle tun, dann holt euch den Hub, der kostet auch 30 € ungefähr und ihr könnt das tun und dann könnt ihr hier im Prinzip in der App auch die Services aktivieren und schon habt ihr die automatische Echo-Verknüpfung und ihr seht das hier auch schon direkt, der Amazon Echo wird direkt erkannt, das Gerät wird direkt in der Echo-App registriert und hier könnt ihr direkt mit dem Gerät auch interagieren. Was dann nämlich sehr, sehr cool ist, ist, dass ihr auch hier selbstverständlich via Sprache einmal Temperaturauskünfte kriegt. Das ist sehr, sehr gut, weil an dieser Stelle funktioniert das wirklich sehr, sehr, sehr zuverlässig. Das Einzige, womit Echo-Geräte partout einfach nicht klarkommen, und das muss ich ganz klar explizit dazu sagen, wenn ihr schon ein anderes Thermometer im Raum habt, na klar, ihr könnt das umbenennen,
Über Umwege funktioniert das immer, aber das ist natürlich immer die Sache. Guckt, wo ihr das Ding hinstellt, wenn es euch wirklich dazu dient, am Ende die Temperatur abzufragen, damit das auch funktioniert mit dem Sprachbefehl. Letztendlich habe ich dieses Gerät tatsächlich für einen ganz anderen Aspekt angeschafft und das ist tatsächlich der Vernetzungsaspekt. Denn was SwitchBot natürlich weiterhin im Programm hat, sind die smarten Schalter und vor allen Dingen, und das finde ich hier für diesen Sensor definitiv entscheidend, einmal die smarten Vorhangmotoren. Ja, ich habe es euch in einem der letzten Videos vorgestellt. Ich habe meine Vorhänge mit dem SwitchBot Motor einmal smart gemacht und letztendlich lässt sich hier eine super Verknüpfung, wie ich finde, sehr, sehr einfach einspielen mit dem smarten Thermometer, nämlich die Raumtemperaturüberwachung oder Regulierung, Verschattungsplanung etc. Denn ihr könnt einstellen, wenn die Raumtemperatur über einen gewissen Schwellenwert geht, dann sollen bitte die Vorhänge schließen. Und das funktioniert innerhalb des SwitchBot-Netzes so gut, dass ich das persönlich direkt gemacht habe. Ich habe es euch hier auch einmal eingeblendet und ihr seht, wie simpel das Ganze ist. Ganz, ganz einfache Wenn-Dann-Funktion und schon ist das Ganze wirklich hervorragend. Dadurch, dass ihr auch dann hier genauestens einstellen könnt, wie die Vorhänge reagieren sollen, in welchem Grad sie sozusagen auch schließen sollen, könnt ihr das auch perfekt regulieren, wenn beispielsweise auch der umgekehrte Fall der Fall sein soll, dass man morgens ab einer gewissen Temperatur beispielsweise die Vorhänge öffnet. Auch das lässt sich hier ohne Probleme mit dem Temperatursensor einmal einspielen. Selbstverständlich, und das klappt natürlich auch, könnt ihr hier auch im umgekehrten Stil das Ganze natürlich rein als Monitoring-Funktion nutzen und das ist, denke ich mal, das andere Anwendungsfeld, wo wirklich natürlich die Luftfeuchte eine große Rolle spielt und hier könnt ihr tatsächlich in der App auch Schwellwerte festlegen, dass ihr genauestens seht oder Alarme per Push-Benachrichtigung auf euer Smartphone beispielsweise bekommt, wenn Schwellwerte über- oder unterschritten werden und dann wiederum könnt ihr das natürlich über andere Plattformen, beispielsweise mit einem Luftbefeuchter oder einem Luftentfeuchter koppeln, dass hier dementsprechend auch die Hygrometerüberwachung optimal platziert wird. Ich persönlich muss wirklich sagen, bevor ich euch gleich ein kleines Punkte-Rating präsentiere, dass ich zumindest von den Kernfunktionen, den Kernkompetenzen bei diesem Gerät wirklich positiv für den Preis überrascht bin. Was das allerdings natürlich im Einzelrating heißt und wie ich das SwitchBot Hygrometer bewerten würde, das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Punkt Nummer 1, Innovation. Und das muss ich wirklich sagen, ist mir hier beim smarten Hygrometer von SwitchBot wirklich sehr schwer gefallen. Weil, man muss ganz klar sagen, wenn es um Innovation geht, SwitchBot ist nicht der erste Hersteller. Wir kennen Merows beispielsweise, wir kennen die Bosch Thermostate, wir kennen Canary und so weiter. Die haben das alles schon vorher natürlich auf den Markt gebracht in der Sensortechnik. Preis-Leistung brauchen wir gar nicht drüber streiten, ist das absolut top. Innovation würde ich dem Ganzen eine 3 von 5 Punkten geben. Der nächste Punkt ist das Design. Das Design ist absolut zweckmäßig und das meine ich mit dem Minimalismus, der hier dahinter steckt. Allerdings auch nicht mehr. Es ist kein besonderer Hingucker. Es ist jetzt nicht irgendwie ganz speziell verarbeitet, sondern es ist einfach zweckmäßig und auch hier wieder im Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Heißt auch an dieser Stelle 3 von 5 Punkten von mir. Der nächste Punkt ist dann die Praktikabilität. Man kann einfach über SwitchBot sagen, was man will, aber das ist eigentlich immer gut. Von daher hier 4 von 5 Punkten. Genau die gleiche Punktzahl würde ich auch der Qualität geben, denn hier stimmt einfach alles und wie ich gerade schon gesagt habe, im Preis-Leistungs-Verhältnis passt das einfach, weshalb die Qualität ebenfalls von mir 4 von 5 Punkten bekommt. Im Gesamtrating heißt das 3,5 von 4 Punkten für das smarte Hygrometer-Thermometer von SwitchBot. Meiner Meinung nach eine absolute Kaufempfehlung für jeden, der günstig ein smartes Thermometer sucht und vor allen Dingen für jeden, ganz, ganz klar für jeden, der die SwitchBot-Technologie liebt, im Einsatz hat und hier einfach eine super Verknüpfungsmöglichkeit sucht oder beispielsweise solche Funktionen erstellen möchte wie ich, dass man hier eine Raumtemperaturüberwachung schafft mit Verschattung durch die smarten Vorhänge etc. Dafür ist das Ding einfach gebaut worden und das funktioniert absolut hervorragend. Wenn ihr natürlich Fragen habt zum Hygrometer, gerne einfach alles in die Kommentare, gerne einfach alles in den Discord oder gerne natürlich auch
direkt natürlich in Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Möchtet ihr das smarte Thermometer haben? Link, wie gesagt, zum Produkt ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox und dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. In der Infobox findet ihr alle Kanäle, unter anderem auch den Discord. Selbstverständlich werden wir auch dort exklusive Deals teilen. Deswegen lasst auf jeden Fall dort auch einmal einen Besuch da. Und natürlich würde ich mich unfassbar freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen Deals, Reviews und natürlich auch alle News aus der Smart Home und Technikwelt. Deswegen gerne ein Abo da lassen und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.